Hallo Leute, heute nehme ich euch mit auf eine Tour mit der Royal Enfield Classic 350 auf kleinen und kleinsten Sträßchen durchs Elsass und die Nordvogesen. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Auf meinem Weinstraßenvideo gab es einige erstaunte Kommentare, wie wenig befahren die Straßen im Pfälzerwald sind, aber ihr werdet sehen, dass es da noch eine Steigerung gibt, und zwar im Elsass und den Nordvogesen. Um ins Elsass zu kommen, bin ich dieses Mal auch etwas Autobahn gefahren mit der Classic 350. Das hat sie eigentlich ganz gut gemeistert. Ich bin bis nach Landau gefahren, seht ihr rechts oben auf dem Bildschirm. Bin da mit 100, 110 hingerollt und es war alles ohne Problem und habe sogar ein paar Wohnmobile überholen können. Die Tour führt von Wissembourg nach Bitsch, schreibt sich anders als ihr denkt. Westlich davon, bin aber erst nach Südwesten gefahren über ein paar schöne kleine Pässe und dann wieder auf kleinen Straßen nach Nordwesten Richtung Bitsch und dann nach Norden Richtung Deutschland wieder abgebogen und bin irgendwo zwischen Pirmasens und Zweibrücken wieder rausgekommen. Ja, Wissembourg ist eine Kleinstadt im Elsass, hat etwa 7.000 bis 8.000 Einwohner, liegt am Flüsschen Lauter und ist eigentlich schon sehr französisch aus meiner Sicht. Es gibt sehr viele Cafés, es gibt eine schöne Kirche, Kathedrale und aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir fahren hier jetzt durch den Ort. Ihr seht schon die ganzen Straßencafés und auch das ein oder andere geparkte Motorrad ist eigentlich relativ bekannt, der Ort, und wird auch gerne besucht, gerade am Wochenende von Leuten aus dem Oberrheingraben, also aus irgendwo zwischen Heidelberg und Karlsruhe, kommen da relativ viele Leute hin. Im Hintergrund seht ihr schon die Abteikirche von Wissembourg und auf die fahre ich jetzt gerade zu. Und keine Angst, die Kameraperspektive täuscht hier etwas, ich überfahre die Frau nicht. Genau, ist nur ein bisschen durch die Aufnahme verzerrt. Ja, Wissembourg ist also auf jeden Fall ein Ausflug wert oder auch natürlich als Stadt oder Haltepunkt für eine Tour in die Nordvogesen. Wir verlassen jetzt gleich den Ort und fahren Richtung Col de Pigeonnet. Links seht ihr jetzt nochmal den Oberrheingraben. Wir verlassen diesen jetzt und tauchen dann in die Nordvogesen ein.
Was aus meiner Sicht charakteristisch für die Nordvogesen ist, dass man, wenn man die Hauptstraßen verlässt, man ganz schnell auf kleinen Nebenstraßen endet, die kaum breit genug sind, um 2 Autos vorbeizulassen. Wenn ihr eine Navigations-App benutzt, ist natürlich sehr hilfreich, diese auf kurvige Strecken einzustellen, und dann landet die auch meistens richtig. Wir kommen jetzt nach Bitsch, und was aus meiner Sicht das wichtigste Wahrzeichen ist die 1680 von Vauban errichtete Zitadelle, die ihr da oben auf dem Berghügel oben seht. Und als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, da ist ein Star Wars Sternenzerstörer gelandet. Die ist also wirklich beeindruckend, gerade auch wegen ihrer Position, und kann auch besichtigt werden. Ja, und kaum war ich raus aus Bitsch, hat mich mein Navi dann schon auf sehr einsame Straßen wieder geführt, auf denen man die Classic 350 wirklich kaum ausfahren kann. Vor mir seht ihr eine Gruppe Einzylinderfahrer aus der Heidelberger Gegend. Die haben anscheinend in den Nordvogesen übernachtet und sind jetzt anscheinend wieder auf dem Rückweg.
mein Fazit zur Classic 350 heute ist, sie hat auf jeden Fall für diese kleinen Straßen mehr als genug Leistung. Sie ist sehr bequem, hat gute Bremsen und man ist echt komfortabel unterwegs. So, wir nennen so langsam jetzt der deutschen Grenze und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hat euch eine spannende Region näher gebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da und vergesst nicht zu abonnieren. Ich habe noch einige spannende Touren in petto. Und natürlich freue ich mich wieder über eure zahlreichen Kommentare. Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns bald. Ciao!